Was ist geschehen? Viele Nachrichten und Kommentare haben mich erreicht zu dem Videotagebuch von Artilleriebeobachter Horst Wojcieniuk. Und es gab eine rege Diskussion um dieses Thema, was ich jetzt nochmal nachbearbeiten möchte, dass dann sofort eigentlich klar war, ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Worum geht's genau? Es sind die üppigen Mahlzeiten, die im Tagebuch sehr auffallend sind. Die üppigen Mahlzeiten, die Horst an der Front zu sich nehmen kann und dieses spektakulär gute Essen und auch in einer sehr hohen Schlagzahl. Viele Leute haben geschrieben, wie kann das sein? Der ist ja nur am Essen, nur am Futtern und nur am Feinsten. Manche schrieben auch sogar unter den Kommentaren, ja, das Tagebuch wirkt sogar unglaubwürdig, weil es eben offensichtlich nicht die Realität darstellt, die ein Soldat im Zweiten Weltkrieg, besonders am Ende 1945 an der Ostfront erlebt. Aber bei Horst schien das alles sehr anders. Und ich kann mich erinnern, ich habe das Tagebuch schon vor Jahren gelesen und überlegt, ob ich da ein interessantes Video draus machen kann oder interessante Videos. Das sind ja 7 Teile geworden. Und damals fand ich das Tagebuch sehr interessant, aber da dachte ich, nee, für ein Video ist das nicht spektakulär genug. Also so habe ich das gedacht. Man unterliegt ja immer dieser Annahme, um ein Video interessant zu machen, wir brauchen Tigerpanzer, die vorgehen, angreifen und irgendwie siegreich sind. So, das ist immer diese vereinfachte Vorstellung, die man dann manchmal hat, damit man irgendwie den Leuten was Interessantes bietet, was sie interessiert, was sie sehen wollen, was sie erwarten. Aber ja, wir kriegen ja alle Routine und mit der Zeit weiß man natürlich, das ist alles Quark. Aber damals dachte ich wirklich, nee, das Video ist völlig, der ist ja nur am Essen. Ich fand zwar persönlich interessant, mal solche Einblicke zu bekommen, weil die bekommt man eigentlich nie. Erstens aus dem Grund, dass es eigentlich gar nicht so viel Essen und so üppiges und so tolles Essen gibt. Und dann, ja, wen interessiert, was jemand isst, ne? Aber ja, das kommt halt mit der Zeit, dass sich die Interessen, der Fokus verschiebt und dann hat man, ja, dann ist einem das Kaliber der Waffe egal, sondern dann möchte man wissen, wie sind die anderen Details vom Frontleben zum Beispiel. Und das hat hier auch zugeschlagen bei Horst. Aber so viele Leute haben gesagt, nein, also da musst du auch was zu sagen, Enrico. Oder einer meint ja sogar, ich muss das einordnen. Da bin ich ja erst zusammengezuckt, hab gesagt, ja, nee, vergiss es, von mir gibt's keine Einordnung, gab's noch nie, gibt's nie, wird's auch nie geben und ich will auch kein Video sehen, wo mir irgendjemand was einordnet. Aber noch was dazu sagen, das möchte ich jetzt gerne machen. Wenn wir an die letzten Kriegsmonate denken, haben wir eigentlich immer dasselbe Bild vor Augen. Das sind ausgemergelte Soldaten, die dünne Suppe essen, hartes Brot bekommen, die Versorgungslinien brechen zusammen. Und die Einheiten haben auch tagelang nichts zu essen. Und das ist auch die bittere Realität vieler Soldaten. Aber bei Horst ist es eben anders. Und sein Tagebuch erzählt auch genau diese Geschichte, die sehr unglaubwürdig scheint. Das gebe ich auch zu. Und der Mann ist an der Front, genau am Feind. Und ihm geht's aber trotzdem besser als unzähligen Soldaten und vielen Zivilisten. Und er wird beschossen und sein Haus wird ihm mehrmals unter den Füßen zerbombt. Und trotzdem ist es die Essenssituation immer vom Feinsten. Und darum geht's jetzt nochmal. Also die große Frage ist ja, wie kann das kommen? Woher kommt der ganze Überfluss? Und da muss ich jetzt mal mit dem ersten großen Checkpot beginnen, wo ich auch im Originalvideo einen Fehler gemacht habe. Und zwar geht es darum, dass der Horst am 11. Februar 1945 im Raum Brieskow-Finkenherd Stellung bezieht. Das ist so südlich von Frankfurt-Oder. Und da schreibt er dann, dass er mit einem SPW unterwegs ist und
Marmelade organisiert. Also wie schreibt er es genau? Kleinen Moment. Am Vormittag konnte ich mit einem SPW in Finkenherd 30 Eimer gute Marmelade organisieren. Auch guten Sirup bekomme ich. Nun haben wir süße Sachen in Hülle und Fülle. So, jetzt zu meinem Fauxpas. Ich habe das Tagebuch vom Horst im Originalen hier vorzuliegen, also handgeschrieben. Und er hat auch im Altdeutsch geschrieben, zwar recht gut und recht leserlich, ich habe aber gedacht, schlau wie man sein will, ich gehe auf Nummer sicher und lasse eine Software drüber laufen, die mir das in maschinengeschriebene Buchstaben übersetzt, also eine Texterkennungssoftware. Und die hat mir aber Folgendes übersetzt. Sie hat mir geschrieben, Vormittag konnte ich mit einem SPW in Finkenherd eine gute Marmelade organisieren, auch guten Sirup bekomme ich. Also aus dem Wort Eimer hat mir die Software eine gemacht. Und dann habe ich hier euch im Video erzählt, dass er eine gute Marmelade organisiert hat. Und tatsächlich waren es 30 Eimer. Die 30 hat mir die Software komplett weggestrichen und aus Eimer eine gemacht. Also er hat aber tatsächlich 30 Eimer Marmelade in der Marmeladenfabrik in Finkenherd organisiert. So, diese Marmeladenfabrik, die ist bis zu DDR-Zeiten war die dort. Und sie hat sich hier an diesem Ort befunden. Genau hier hier stand die Fabrik. Es gibt da heute noch ein Fledermausquartier im Keller der ehemaligen Fledermausquartier, Keller in der ehemaligen Marmeladenfabrik Brieskow-Finkenherd. Also genau hier stand diese Fabrik. Da sind die hingefahren und konnten 30 Eimer organisieren. Diese Eimer, das sind ungefähr diese Eimer hier. Also jeder, der in der DDR noch etwas groß geworden ist, kennt diese Eimer. Das gab es locker bis in die 80er Jahre. Wurden da Lebensmittel abgefüllt und ich gehe stark davon aus, dass der Eimer auch so in den 40er Jahren aussah. Ich kann es nicht genau, also ich habe nichts gefunden, originale Eimer aus den 40er Jahren, aber so ähnlich werden sie ausgesehen haben. Ungefähr 11 Kilo Marmelade drinne und davon 30 Stück. So. Jackpot. Absoluter Jackpot. Warum? Naja, das ist ich nenne es einfach für den Tauschmarkt mit den benachbarten Kompanien eigentlich deine Eintrittskarte überall hin. Mit so einem Eimer versorgst du locker eine Kompanie mit Marmelade und jeder leckt sich die Finger danach, weil das ist ja auch sehr untypisch, was es an der Front gibt für die Soldaten. Und wenn du davon 30 Stück erstmal verpackst plus Sirup, dann geht's los. Also überall, wo du hinkommst, füllst du dir entweder ein bisschen Marmelade ab oder bringst einen halben Eimer mit und stellst ihn da auf den Tisch und dann wird gegrölt und dann wird natürlich getauscht, das ist ganz klar. Und dann tauschst du dir das zusammen, was du benötigst. Und das ist natürlich für den Soldaten feinstes Essen. Also das für den Soldaten das wichtigste Essen und Schlafen. Das ist bekannt. Und fürs Schlafen sorgst du anders, fürs Essen machst du es damit. Also damit ist die Grundlage gelegt für die besten Tauschgeschäfte. Und in den Berichten von Horst hat man das auch ab und zu, also wenn er dann zu den Nachbarn geht, zu den Infanteristen, da gibt's dann Schnaps und jeder holt dann das raus, mit denen er auftrumpfen kann und mit denen er dann gute Sachen zurücktauschen kann, sei es für sich oder eben für seine Männer, um dann die Moral dann natürlich hochzuhalten, weil das machst du mit Essen. Ohne Mampf kein Kampf, mit gutem Essen hältst du die Moral hoch und ein guter Führer, der tauscht für seine Leute natürlich sowas zusammen und macht ihnen dann eine Freude, ja.
So, nächster große Punkt. Wie man in der Situation, in der sich Horst befand, an perfektes Essen kommt, das sind natürlich die verlassenen Keller der Häuser, die die Soldaten dort vorgefunden haben. Die Dörfer waren evakuiert, aber alles blieb eigentlich zurück, weil die Leute, die auf die Flucht gingen, auf die Trecks gingen, die haben das Nötigste mitgenommen. Und die Versorgung über die letzten Jahre im Krieg, also es war ja nun kein Geheimnis, dass die Front näher kommt, dass man sich kümmern muss. Und das haben die Leute auch gemacht in Form von Einwecken, von Konserven erstellen und das Einlagern im Keller, um sich versorgen zu können. Also Generationen von Familien hatten im Keller ihre Wintervorräte angelegt. Eingewechseltes Obst, Fleisch wurde eingeweckt, Kartoffeln, Marmelade war da. Ja, und Horst und seine Männer, die gehen natürlich los und organisieren und brechen die Keller auf. Systematisch, die zögern nicht. Niemand ist mehr da, dem das gehört. So, dann hast du zwei Optionen. Entweder es vergammelt, holt sich ein anderer, oder du nimmst es mit. So, und der hat da noch am 10. Februar hat er in seinem Tagebuch geschrieben, ja, die Leute sind raus, also essen wir alles. Also wer würde das nicht machen? Die Befehle von ganz oben, die sprachen zwar das Gegenteil, aber zweckmäßig ist natürlich wenn du alleine unterwegs bist, in Eigenverantwortung, ja, dann sind dumme Befehle erstmal, die streicht man erstmal weg. Ja, gehört keinem, also esse ich das. Und da waren feinste Sachen. Und wenn es dann darum ging, ihr Kirschen, Kompott und so weiter, das ist dann alles diese Konserven aus den Kellern. Und wenn du dann abends eine Stunde Zeit hast, na klar, organisierst du dir das zusammen. Ist doch richtig und wichtig. So, nächster Grund, wie Horst das schaffen kann, er ist halt in seiner Funktion Artilleriebeobachter. Und das ist halt ein entscheidender Unterschied. Horst sitzt wochenlang in denselben Häusern. Er sitzt dann oben unterm Dach in Giebel, um zu beobachten, um sein Feuer zu lenken. Und er marschiert eben nicht täglich durch aufgeriebenes Gelände. Er ist nicht auf irgendeine Feldküche angewiesen, die eben oft nicht mehr durchkommen. Er hat da einen Herd in seinem Haus, er hat da Töpfe, er hat alles, was die Leute zurückgelassen haben, auch an dem Inventar. Er hat auch die Zeit und die Möglichkeit zu kochen. Und das nutzt er natürlich aus. Und während ein normaler Infanterist im Schützengraben liegt und wartet und schaut, was passiert auf der Feindseite, da kocht sich Horst eben sein Rehbraten. Das ist sein persönlicher Luxus und das nutzt er auch aus und bedient das auch. Das sind halt seine strukturellen Vorteile, die er hat durch seine Funktion. Dritter Grund, wie man an diese Üppigkeit an Essen kommen kann, sind, wenn man sich die Karten anguckt, sind auch die Wälder, die sich entlang der Oder und entlang der Westseite dann erstrecken. Dann kommen die Brandenburger Wälder sozusagen und die sind in diesen Wochen voller Wild. Die sind unkontrolliert, da gibt's keine Jäger mehr, die sind aufgeschreckt durch die Kämpfe. Das wird alles nicht mehr bejagt. So, da brauchst du einen Mann, der mit dem K890 losgeht und der kommt mit dem Rehbraten zurück. So, und zu dem gehst du hin und sagst, du, ich hab hier Marmelade. Richtig gut. Himbeer oder Erdbeer oder Kirsch, keine Ahnung. Können wir tauschen. Ja. Ja, und dann wird geschlachtet und gekocht. Und das hat er ja ganz oft geschrieben. Ne? Also ungefähr grob hat er 21 Mal besonderes Essen angesprochen. Und 7 Mal davon war Rehbraten und 9 Mal war die Erwähnung Schweinebraten. Und 2 Mal war es Gänsebraten. So, und viertens möchte ich eigentlich nochmal ganz explizit dieses Organisieren ansprechen. Und dieses Wort und zieht sich auch durch das ganze Tagebuch. Also organisieren bedeutet dann im Soldatenjargon, dass man sich was beschafft, dass man was aufbricht und mitnimmt, dass man sich was besorgt, was man benötigt. Also er hat Marmelade und Konserven organisiert, er hat ja sich ständig auch Radios organisiert,
Das war für ihn ja auch sehr wichtig. Fahrräder, irgendwelches Werkzeug für einen Friseur wollten sie ja auch immer, weiß ich, Scheren oder Kämme oder so besorgen. Also alles, was wichtig ist für den täglichen Bedarf, das wird halt organisiert. Und egal, auch wenn ihnen, das hat er auch beschrieben, während des Organisierens die Kugeln um die Ohren fliegen und die müssen da über so eine Straße kriechen, um zum nächsten Haus zu kommen, da wird das halt gemacht. Es ist halt sehr wichtig. Ja. So, und das alles zusammen ist dann auch die Erklärung dafür, wieso er so lebt, wie er da lebt, an der Front. Und das ist auch schlüssig und ich denke, ich verkaufe mir das hier nicht selber und bin der Einzige, der mir das abnimmt. Das passt schon so alles. Und am Ende kommt es dann zu dieser skurrilen Situation, dass er halt sagt, an dem Tag, der 21. Februar, er sitzt dann da und genießt sein Schweinebraten mit Äpfeln und zur selben Zeit hat er aber kein Sprit mehr für seine Zugfahrzeuge, um stiften zu gehen. Und Munition haben sie auch nicht. Aber das, was sie halt selber in der Hand haben, das Organisieren für sich, für ihren Tagesablauf, das kriegen sie halt hin. Also sie essen fein und rechts und links geht alles im Bach runter. Sobald aber die Front dann in Bewegung kommt, dann löst sich das Bild aber auch auf, was ich jetzt von Horst gezeichnet habe und er mit seinem Essen. Und dann kippt das alles gleich wieder sofort in diese Situation, die uns bekannt sind und die jeder kennt und über die jetzt auch gar keiner mehr reden würde. Also ab dann dem 23. April, wo Horst dann wirklich schon im Kessel von Halbe steckt und die Front zusammengebrochen ist und die Vorratskeller weit hinter ihm liegen, dann schreibt er eben schon wieder ganz nüchtern, zu essen bekommen wir nichts und zu trinken erst recht nichts. Ich friere wie ein Schneider. Das war vor ein paar Tagen noch alles das Gegenteil. 4 Tage später sieht er dann auf einem Feld irgendwie 40 tote Kühe, schreibt er einfach nur noch, das ist ein grausiges Bild. Und als er vorher so eine Tiere gesehen hat, dann war das die Gedanken daran ja Schlachten und Essen. Und ruckzuck ändert sich das Bild und löst sich dann der Schleier von dem Zauber des leckeren Essens. Das Schlaraffenland an der Oder hatte ein Ende und es kam schnell. Wer findet, dass man darüber auch mal sprechen muss, der kann gerne einen Daumen nach oben geben oder mal seine Meinung schreiben. Ich bedanke mich über jede Unterstützung. Das hilft sehr, die Videos zu erstellen. Wir sehen uns im nächsten Video, da wird es dann wieder spektakulär. Für alle, die bis zum Ende hier im Video waren, ein kleiner Teaser. Es handelt sich um eine Person mit dem Nachnamen Steiner.